Hey, ich bin hier immer noch in Röbel, in der Nähe von Plau am See. Und ich hatte ja hier in Plau am See Videos gemacht zum Thema die Welt des Samsara, die Scheinwelt des Samsara, ein Begriff aus dem Buddhismus und den Zusammenhang mit Spiritualismus, der das ja genauso sieht. Und ich wollte übrigens mal Folgendes sagen. Wie gesagt, im Spiritualismus habe ich ja mich nicht bemüht, durch das Hervorbringen eigener Begriffe, sagen wir mal, einen Claim abzustecken für den Spiritualismus, dass man sagt, das ist also ein spiritualistischer Begriff und so weiter, was leicht wäre. Man könnte also alle möglichen Worte erfinden und sagen, das ist das und das ist das. So ähnlich wie das ja immer in den Religionen geschieht. Aber ich habe mir ja vorgenommen, dass der Spiritualismus sich einer ganz normalen Sprache bedient und innerhalb dieser Sprache Dinge erklären will, wenn es auch schwer ist. Und genauso glaubt ja der Spiritualismus, dass diese Rätsel, die wir quasi überall sehen und dieses Rätselhafte, das liegt offen vor uns. Wir können es also erkennen. Wir brauchen dazu keine besondere Ausbildung. Wir müssen nicht, wie bei der Armee, dazu Offizier werden oder General oder so, um das zu verstehen. Es ist, oder wie in den Religionen, dass man ein, was weiß ich, geistiger erster Ordnung wird. Es ist allerdings auch nicht so einfach, dass man sagen könnte, das kann nun jeder sofort begreifen, wenn man sein ganzes Leben in dieser materialistischen Welt aufgewachsen ist und den Materialismus quasi von Kindsbeinen an aufgesogen hat. Dann ist es natürlich schwer zu verstehen, dass die Welt einer absoluten Relativität unterliegt. Und ich würde mal sagen, so, das ist so ähnlich wie ja letzten Endes diese Relativitätstheorie von Einstein ja auch meiner Ansicht nach im Grunde gar nicht begriffen wird, sondern man wendet sie an auf die hiesige Welt und sagt sich, das andere, das Philosophische, wenn man so will, das interessiert uns weiter nicht, das ist auch ohne Belang. Und auch übrigens wieder wie die Phänomene der Quantenmechanik, die uns ja etwas ganz anderes nahelegen, nämlich dass Geist die Materie steuert, Geist die Materie bewegt, Geist die Eigenschaften an der Materie hervorruft. Das ist also etwas, was wir im Materialismus dann ja gerne ausklammern, indem wir sagen, die Welt der Quantenmechanik ist etwas ganz anderes als das, was wir gemeinhin vor uns sehen. Und ich behaupte eben, dass das nicht der Fall ist und dass man, das wäre ja dann der Umkehrschluss, die Welt der Quantenmechanik auch ganz persönlich bei sich erleben kann, indem man sich eben klar macht, dass alle die Dinge, die man für so gegeben hält und für so fest in einem Außen vorhanden und man sei selber der Beobachter dieser äußerlichen Welt, womit immer der Gedanke einhergeht, sie sei objektiv und sie sei eindeutig und so weiter, indem man also erlebt, dass das nicht der Fall ist. Man ist selber der Hervorbringer seiner Welt. Und es gibt übrigens eine ganze Menge Sachen, die uns daran hindern, das auch wirklich zu begreifen. Ich nenne das immer Denkgrenzen. Ich muss hier auch mal aufpassen, dass ich hier nicht zu schnell fahre, weil hier ist schon wieder so ein Blitzer. Also ich nenne es Denkgrenzen, weil mit dem Umswitchen auf eine Denkweise wie den Spiritualismus wäre vieles verbunden, was wir im Grunde überhaupt nicht begreifen können. Zum Beispiel unser Verständnis von der Vereinzelung der Menschen. Wir denken, wir seien unabhängige geistige Genies, die jeder für sich ganz tolle geistige Eigenleistungen erbringen. Also ich will das bloß mal nennen, im Zusammenhang damit auch unsere Vorstellung von Demokratie. Wenn die Demokratie aus lauter geniehaften Einzeldenkern bestünde, von denen sich jeder auf die beste Art und Weise tatsächlich ein Bild davon macht, was nun für alle das Beste wäre, etc., dann würde die Demokratie nochmal anders funktionieren, als sie funktioniert. Sie funktioniert aber eher so, dass Massenmedien
den Leuten eine bestimmte Art von Faktenlage vorgeben und die Leute daraufhin glauben, eine unabhängige Entscheidung treffen zu können. Nochmal wird das programmiert, zum Beispiel durch solche Ideen wie hieß das nochmal, der Valomat, wo du deine, sagen wir mal, Ansichten in digitaler Form eingibst und am Ende kommt raus, welche Partei dir empfohlen wird. Sondern die Denkweise des Spiritualismus führt eben dazu, zu erkennen, dass wir verbunden sind und dass wir nicht diese geniehaften Einzeldenker sind, die wir zu sein glauben. Ich sage immer, ich bin durchdrungen von den Gedanken aller oder von den Gedanken ganz vieler, die ich auch benennen könnte. Und das hat für mich mal in der Frage oder in der selbstgestellten Frage gemündet, was ist denn das, was ich mir eigentlich selber ausdenke? Ja, ich weiß es bald nicht. Alles, was ich habe, kommt von irgendwo her. Und die Schlüsse, die ich treffe, kommen von Beobachtungen, die andere gemacht haben. Ich denke da an die Schulbildung. Wir haben also alles Mögliche gelernt, aber nicht selber beobachtet, sondern einfach gelernt von anderen, zusammen mit ihrer Sichtweise aufgenommen. Und ich wollte also im Prinzip einmal sagen, dass das also eine Denkgrenze ist, dass man einerseits hier diese ganz offensichtlich meiner Ansicht nach richtige Welt des Spiritualismus vor sich hat, also dass man sagt, die Materie resultiert aus Gedanken, die ein Bewusstsein erschafft, die Welt, und der Tatsache, dass es wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen ist, weil es eben die Grundfesten jedes Glaubens, den wir haben, erschüttert. Ja, es ist daher eine Denkgrenze. Ich hatte das in einer vorigen Sendung von Denkgrenzen mal so genannt, dass ich gesagt habe, es ist eine Denkgrenze, wenn du etwas weißt und du kannst in dem Moment nicht was anderes wissen. Denn es ist ja nun mal unsere Überzeugung, dass wir auf eine bestimmte Wahrheit zurückkommen müssen. Auf eine. Wohingegen die Sichtweise des Spiritualismus auf die Existenz von vielen Universen zurückführt. Auf die Existenz von vielen Wahrheiten, die jeweils wahr sind innerhalb ihres Universums. Oder anders gesagt, eine Wahrheit ergibt sich immer aus einem Bezugssystem von Fakten. Ganz einfach erklärt, wenn du zum Beispiel glaubst, dass der Kommunismus etwas für die Menschen sehr, sehr Gutes sei, dann wird dein Nachdenken über die Dinge, die man tun sollte, immer von dieser Wahrheit ausgehen und du wirst halt zu Schlüssen kommen, die dementsprechend, worauf Kommunisten immer kommen. Und ich meine das jetzt nicht in einer abwertenden Art und Weise, sondern ich meine es so, dass es einfach viele Denkwelten gibt und dass du abhängig davon, welche Denkobjekte in deinem Denken sich eingenistet haben, zu bestimmten Schlüssen kommen wirst. Ich hatte das mit dem Gleichnis verbunden. Ein altes fernöstliches Gleichnis, das sagt, dass ein Meister mit seinem Schüler zusammensitzt und der Schüler sagt, wie kann ich denn deine Weisheit erlangen? Und der Meister sagt, du kannst, und sie sitzen beide beim Tee. Jeder hat eine gefüllte Teetasse vor sich. Und der Meister schüttet die Teetasse des Schülers aus und füllt seinen Tee ein. Und will damit sagen, dass eine Wahrheit erst dann in das Verständnis eines Schülers gelangen kann, wenn dieser seine bisherigen Wahrheiten vergisst. Wenn er also Wahrheiten anderer Art sucht, dann muss er bereit sein, seine eigenen Wahrheiten zu überwinden.
Und es stellt sich raus, dass insofern der Geist überhaupt nicht frei ist, so wie wir es im Materialismus ja immer glauben. Wir glauben ja, dass im Materialismus der freie Geist etwas Festes gegenüber hätte, dass dieser freie Geist frei sei zu erkennen. Der Geist sei überhaupt in allem frei und könne erkennen, was immer er wolle. Daher will es uns überhaupt nicht einleuchten, dass wir in unseren Hirnen Denkgrenzen hätten. Und alleine schon der Name und der Titel Denkgrenzen ist etwas, was uns irgendwie neugierig macht. Wo soll denn da eine Denkgrenze sein? Wir, die geniehaften Beobachter einer in sich festgelegten Welt, die alles für sich genommen erkennen können. Und ja, und das ist eben schwer zu verstehen, glaube ich. Und darüber nachzudenken, das erfordert viel Zeit und meiner Ansicht nach auch eine gewisse Mühe, wenn man so will. Man muss nicht zum Offizier einer Religion werden, zu einem Official oder zu einem Priester oder zu einem Kardinal, sondern im Grunde ist jeder frei, diese offen zutage liegende Wahrheit zu erkennen. Aber es ist auf der anderen Seite, wie gesagt, auch nicht so einfach, denn da sind Denkgrenzen. Damit, indem ich also hier auch auf die Autobahn fahre, Richtung Berlin, will ich erstmal schließen, verabschiede mich, würde mir ein Like wünschen und ein Abonnement, wenn ihr denn wollt. Und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!